Holla, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit Rebellion oder featuring Micah Martin, The Loudest City, die Anthem vom Dezibel 2026 Outdoor oder Dezibel Outdoor 2026, so rum. Bin ich sehr gespannt, was das Ding kann. Ich glaube, es ist sogar verdammt gut, dass ich es mir jetzt erst anhöre, weil ich jetzt so langsam in dieses Uptempo-Game ein bisschen mehr reinkomme, weil ich auch gefühlt ein bisschen mehr aus mir rauskomme. Ja. Egal, wir gehen rein. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Also auf jeden Fall Dezibel Outdoor sieht auf einmal größer aus, als ich mir das vorgestellt habe. Holy shit. Muss ich ehrlich sagen, anfangstechnisch dachte ich mir erst so, oh shit, ich glaube, das ist doch nicht so meins, weil irgendwie so ein bisschen die Power gefehlt hat, aber die wurde dann doch schnell, das wurde dann doch schnell angezogen, ne? Aber ich finde halt, ich bin ja halt Video, ne, das ist ja das Geile, wenn du dann ein Video dahinter hast, den Schnitt halt dafür halt verdammt schnell gemacht. Dafür, dass du gar nicht so basslastige Kicks hast, sagen wir so. Ja, ich glaube, so kann man es am besten sagen, weil ich habe eigentlich, das meine ich nämlich mit Power, ne, dass da ein bisschen mehr Bass drin sitzt. Kann natürlich auch wieder an den Kopfhörern liegen, aber, ja. Bro, Junge, das ist ja wirklich verdammt krisig, ne? Weil man sieht ja immer nur das hier, glaube ich, ne? Ne, das hier. Ne, ich würde sogar sagen, das hier ist das immer, was wir bis jetzt immer von Dezibel Outdoor gesehen haben. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so fucking riesig ist. Wow. Aber ich finde es geil. Anthem mit einem Songtext ist immer geil, weil ich finde, Anthem braucht auch sowas wie irgendwas, was dich zum Mitsingen anregt, aber auch dir einfach nochmal so ein bisschen mehr Emotion dadurch auch, aber auch so Verbundenheit nochmal mit reinbringt, ne? Coole Stage, ey. Oder Stages. So. Aha. Falsche Taste, perfekt. Boah. Krass. Ich glaube, das macht richtig Spaß, da Party zu machen, ne? Oder das Festival da zu feiern. Ich meine, klar, wenn man auch noch in den See rein kann, ist es natürlich noch geiler, aber das sieht schon mega cool aus. Dass das nach hierhin so viel weitergeht. Ich dachte, hier ist Schluss. Aber das sieht geil aus. Ich meine, klar, ne, gefühlt reacte ich mehr auf das Festival als auf die Anthem, aber ich glaube, damit sollte man fein sein, weil die Anthem steht ja für das Festival.
Natürlich für das Jahr, aber trotzdem. Das sieht schon cool aus. Hm. Ah, schade. Muss ehrlich sagen, irgendwas hat die Anthem. Ob es der Gesang ist, der dich halt wohl gut catcht. Ich meine, klar, es gibt auch Songs, die dich noch mehr catchen, aber der dich wirklich gut catcht. Und dann halt die Drops, wo du halt schön abgehen kannst, ne? Wo du halt geil tanzen kannst. Crazy. Mmh. Geil. Nature's Rhythm. Mein, klar, das hat mir schon so ein bisschen, oder das macht schon Sinn. Gerade wenn man jetzt das Anthem-Video sieht. Aber auch cool. Ey. Ich bin echt gespannt, wie die Stages da aussehen. Ja, geil. Also ich muss ehrlich sagen, Anthem-technisch macht schon mega Spaß. Natürlich, klar, man kann es ja nie vergleichen mit Kopfhörer, wie es dann nachher dir den Brustkorb weghaut, wenn du dann wirklich davor stehst oder das wirklich aus Boxen hörst. Find aber, dass sich das richtig geil aufgebaut hat, gerade zum Ende hin, ne? Du hast auch diesen geilen, positiven, nicht diesen Happy Push, ne? Wo du dann richtig am Lachen bist und am Freuen bist, dass du da bist und abgehen kannst. Das finde ich halt sehr, sehr wichtig an der Anthem. Also entweder, dass du dieses krass Emotionale hast oder dass du dich so frei wie noch nie fühlst, sag ich mal. Deswegen, das ist schon mega geil gemacht. Ja, ist eine sehr gute Anthem. Gerade auch, dass sie nicht so kurz ist. Videotechnisch macht es auch mega Spaß. Ich finde, ist sehr geil getroffen. Du siehst halt verdammt viel. Ist aber auch irgendwo so ein kleiner Nachteil, weil du halt viele Schnitte drin hast und alles verdammt schnell hin und her schwingt. Was, wie gesagt, was natürlich klar ist, einfach durch dem, ist ja dem verschuldet, dass du einfach alles zeigen willst und die Schönheit von dem Festival zeigen willst, gar keine Frage. Hätte mir aber manchmal so ein bisschen weniger Schnitte oder die andere Bilder dazu gewünscht, sagen wir so. Die Schnitte, okay, gut, ne, es kommt halt geil dann mit dem Beat. Oder mit den Kicks. Aber
es ist dann halt immer so dieser krasse Farbunterschied, glaube ich, der mir gerade so ein bisschen gefehlt oder der mir gerade so ein bisschen was kaputt gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz ist es geil, dass du so oft diese tanzenden Menschen siehst, diese Gesichtsausdrücke von den Menschen, was ich verdammt wichtig halt finde für so 'n Anthem-Video. Hm, natürlich die Stages müssen wir nicht drüber reden. Ich weiß nicht, ob ich so 'n Fan von diesen ganzen Einspielern bin vom Dezibel. Ich meine, ne, es ist halt geil, weil es so 'n kleiner Anreiz ist dafür: „Ey, es ist so 'n Labor, was aber schon überwuchert ist oder grade überwuchert." Also, ist ja wirklich kleiner Anteaser. Okay, finde ich cool, aber es ist halt verdammt viel da reingemacht. Natürlich, bei 4 Minuten oder fast 5 Minuten musst du da auch ordentlich was bringen. Hm, deswegen videotechnisch, hätte auch krasser sein können, ne? Aber das ist auch wieder Heulen auf 'n höchsten Niveau. Es ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz, Anthem macht Spaß, deswegen glaube, die Leute, die beim Dezibel Outdoor sind, ihr werdet auf jeden Fall viel Spaß haben mit dieser Anthem. Und ja, das wünsche ich euch auch. Berichtet mir gerne, wie es war, welches Set euch wahrscheinlich am meisten gefallen hat. Ich meine, 'n bisschen ist ja noch hin da bis dahin. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.